Das ist jetzt eine Weltneuheit. Wir sind auf der Händlertagung in der Nähe von Sassenberg. Ja, wer Sassenberg kennt, circa 20 bis 30 Minuten weg von Reda. Und ihr habt euch natürlich diesen Standort gewählt, weil diese Halle ist wirklich sensationell. Sie ist irre hoch, dadurch kriegst du ein super Raumgefühl. Du kannst aber auch für Beleuchtung sorgen, die das Licht in den Fahrzeugen absolut zur Geltung bringen. Ja, Bodo Diller, ich grüße dich herzlich. Du bist der Geschäftsführer von LMC. Und ja, da sind alle ganz stolz drauf, denn er wurde kurz vor Schluss fertig. Ungefähr 2 Tage vor der Händlertagung wurde er fertig. Das ist leider wie jedes Jahr kurz vor knapp, aber es hat sich gelohnt. So, und die Can durfte noch nicht reingucken. Ja. Wir haben nämlich extra gesagt, hier habt ihr alles nochmal neu erfunden, oder? So ein bisschen. Also sie haben wirklich viel gemacht an dem Fahrzeug und man sieht schon hier am Heck wirklich komplett neu, sehr wertig, mit der Reling hier, ja, schön in schwarz. Pulverbeschichtet, sieht fast so aus. Was man heute so mag, ja, mit einem schönen Schriftzug hier auch nochmal, der auch besonders toll aussieht, wenn es abends ist und der beleuchtet wird, weil er so ein bisschen durchscheint. So viele kleine Details, auf die wir geachtet haben. Der Schriftzug ist beleuchtet? Der ist nicht beleuchtet, aber er wird durchleuchtet. 3D, also okay, verstehe ich. Ja. Hab das gemacht, ja. Dann hier unten ist der Heckleuchtenträger, den habt ihr übernommen. Den seit ungefähr 2 Jahren. Habt ihr den? Wie lange? Den Heckleuchtenträger haben wir jetzt nochmal optimiert. Den haben wir aber eingeführt vor ca. 5 Jahren und dann jetzt übernommen auf alle Fahrzeuge. Ja. Da kam irgendwann mal, musste alles kantig sein. Du kannst dich noch, Volkswagen hatte irgendwann angefangen vor 10 Jahren, die kantige Ära. Und irgendwann kommst du nicht mehr drum rum. Was hattet ihr vorher? Die waren rund bei euch? Vorher hatten wir tatsächlich runde, die wir auch lange gehabt haben. Ja, aber wie gesagt, haben wir jetzt seit 5 Jahren. Und als die Heckansicht finde ich einfach wunderschön. Ja. Und haben wir auch mit Wischblinker, ja, wie es auch jetzt üblich ist in der Automobilindustrie. Audi fing damit an. Ja. Gut, ja. Du kommst aus dem Lkw-Bereich, kennst dich gut aus, Nutzfahrzeuge. Die Qualität muss am besten so sein, dass sie auch einem Nutzfahrzeug entspricht. Ihr fahrt über eine Rüttelstrecke mit den Dingern hier. Die simulieren 300.000 Kilometer auf einer richtigen, harten Rüttelstrecke. Frage, was ist denn hier auf dem Dach drauf? Was für ein Material ist das? GFK, also wir haben wirklich rundum GFK bei dem Fahrzeug. Rundum? Ja, genau. Rundum auch hier? GFK, an den Seiten haben wir auch GFK. Das heißt, ich kann jetzt hier mit der Faust bitte mal machen, Can. Du darfst. Vorsicht. Vorsicht? nee, das war Scherz. Hau zu. Es geht um Fahrradlenker, die zum Beispiel drauffallen. Ja. Genau, ja. Wie schnell geht das? Weiß jeder beim Auf- oder Abladen ist so ein Fahrradlenker mal und hinterlässt direkt Spuren. Hier, du hast festgeschlagen, man sieht, nichts hinterlassen. Ja, man sieht auch hier oben, ihr habt genug Dichtmasse verwendet, das ist ganz wichtig, denn ihr kennt euch aus. Das ist übrigens ein absolutes Qualitätsmerkmal. Wenn nach ungefähr einem halben Jahr, ihr wird schön warm, die Dichtmasse rausquillt, bitte nicht wegwischen, sondern am besten lassen, wie es ist. Ihr kennt euch aus, damit sie dicht bleiben. Genau, ne, das ist immer das, was viele Kunden dann sagen, okay, das ist nicht schön, aber wie du sagst, ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Wenn die Dichtmasse rauskommt, haben wir auch genug verwendet und das Fahrzeug ist dicht, was ganz wichtig ist. Und wir bieten ja auch hier bei allen Fahrzeugen 12 Jahre Dichtheitsgarantie. Ja, das gibt es ganz selten am Markt, von daher vertrauen wir unserer Technik da schon. Ja, es gibt Wohnwagen, die haben am Boden Holz. Das kannst du auch von unten sehen, das ist imprägniert und so weiter. Wie sieht euer Boden aus? Rundum GFK natürlich auch. Unten auch? Unten auch, genau. Ja, und gerade unten ist ja oft beansprucht. Ja, aber unten, da kommt was hochgeschleudert, Steine, Dreck. Da wird nicht so oft sauber gemacht und da ist GFK einfach auch unverwüstbar. Also es gibt wirklich da Hersteller, die, ja, muss man auch sagen, wenn er steht, da ist nichts von unten, da passiert auch nichts, ist hinterlüftet und so weiter. Aber GFK am Boden nochmal ganz wichtig. Was hast du gelernt? Was ist GFK dran? Ich habe so viel gelernt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr auswendig. So, der Bodo wird es erklären. Genau. Unverwüstlich einfach. Ne? Das ist einfach, GFK verwenden wir halt schon relativ lange. Wir sind die ersten Modelle, wo wir es auch wirklich an den Seitenwänden machen. Das haben wir jetzt beim Tandero eingeführt, Reisemobile auch, weil wir einfach sagen, okay, das ist nochmal ein Qualitätsmerkmal. Ja, das ganze Glasfaser verstärkter Kunststoff, du siehst es hier an den Seiten und ist es mittlerweile auch bei den Händlertagungen so in den Alltag übergegangen, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Viele verwenden aber natürlich auch Hammerschlagblech. Das habt ihr bei einigen Modellen auch im Programm? Natürlich, Hammerschlag gibt es auch noch. Gerade bei den unterpreisigen Wohnwagen bieten wir es noch an, was einfach immer noch beliebt ist. Aber halt
Alu ist dann auch nochmal gerne beliebt, aber GFK, wie gesagt, ist da einfach deutlich stabiler. Dividero, ich habe schon gelernt, eure Wagen werden immer schmaler. Das hat einen Grund. Der Markt schreit nicht nach 2,50 Meter, sondern 2,30 Meter. 2,30 Meter, 2,32 Meter bieten wir jetzt fast nur noch an. Wir bieten noch 2 Modelle oder den VIP und 2 andere Fahrzeuge an mit 2,50. Ansonsten gehen wir eher auf 2,30 oder noch schmaler mit dem Sassino auf 2,10 Meter. Was natürlich von der Aerodynamik wichtig ist. Das Fahrzeug, die Stirnfläche ist besonders wichtig, was ich an Verbrauch habe. Ja. Für einen Benziner und auch gerade bei der E-Mobilität ist natürlich extrem wichtig, eine gute Aerodynamik zu haben und leichte Fahrzeuge. Deswegen gehen wir hier auf 2,30 Meter. Auch das Gewicht natürlich entscheidend. Du sparst nochmal 15 Zentimeter. Fahrzeuge müssen immer leichter werden. E-Mobilität kommt, aber auch CO2. Die Anhängerlasten werden mit Automatikgetriebe, hast du manchmal das Gefühl, die gehen gegen Null mittlerweile. Ja, genau. Darauf muss ich halt einstellen, auf die Gegebenheiten. Immer mehr Hybridfahrzeuge, die auch weniger Anhängelast haben. Und damit stellen wir uns darauf ein. Ja, ihr habt etwas ganz Besonderes erschaffen. Wenn du mir aber kurz nochmal, wir wollen den Spannungsbogen noch ein bisschen halten, ja, bevor wir reingucken. Ihr habt ein Design entwickelt, bestehend aus Japan und... Ach so. Oh nein. Japandi, genau, das war's. Ich habe es jetzt schon so oft gehört, genau, das ist japanisch und was ist los mit mir? Genau, und skandinavisch. Das tut mir leid, das war jetzt ein Vorlage. Ist auch gemein. Genau. Ist wie in der Schule, der Lehrer, der dann abfragt, ja, wie das Ganze ist. Das Problem ist, wenn man hier steht und dann, man hört sich das natürlich immer an, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob man ein aktives Gespräch hat. Ob man die Terminologie dann nochmal verinnerlicht, ja. Und das ist Ganze. Habt ihr das erfunden oder ist das das Wort? Das Wort haben wir wirklich mal kreiert und haben gesagt, genau, das was einfach der Mix ist aus Japanisch und Skandinavisch und der kommt sehr gut an beim Tandero und beim Videro haben wir wiederverwendet. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich das Erste, was mir aufgefallen ist, dass da schon so Ebenen gleich sind, wenn man reinguckt. Ja. Hier sieht man, das ist die Oberklasse. Auch hier ist die Bugmaske hochgezogen mit ganz großen LFI. Was ist das hier? Was habt ihr? Nein, das ist kein LFI. LFI verwenden wir nicht. Aber hier ganz wichtig, genau, das ist halt eine höhere Klasse. Und von daher wollen wir das Bug natürlich ein bisschen aufwendiger gestalten mit den Säulen nach oben, ne, vorne am Bug, am Heck genauso. Und macht natürlich nochmal, macht richtig schick, finde ich. Da läuft auch das Regenwasser drin, glaube ich, ja? Ja, auf jeden Fall, genau. Regenwasserführung haben wir natürlich auch mit integriert, sodass nichts irgendwo runterplätschert, irgendwo drauf tropft und dich dann im schlimmsten Fall nachts stört, wirklich. Ja, wir können mal gerade nebenan gucken, komm mal mitschauen. Da ist jetzt einer, der hat das nicht. Das dürfte eine Stufe niedriger sein. Das ist der Style, genau, eine Stufe niedriger. Und man sieht hier, ne, die Griffe sind halt nicht mehr integriert, wir haben keine Säulen mehr. Aber ansonsten erkennt man das Bug als LMC-Bug hier wirklich. So, wir schauen mal hier von der Seite. Was mir besonders gut gefällt, ist, Can, wenn du mal kurz neben mich kommst, ist diese schlichte Optik. Das ist ja, es gefällt dir. Es ist nicht so aufgeblasen, finde ich. Also sehr, sehr schlicht. Ich bräuchte da jetzt ehrlich gesagt auch nicht das größte Design drauf, deshalb gefällt mir das auch sehr gut. Ja. Die schwarzen Felgen dazu passen gut. Ja, auch dieses Jahr neu eingeführt und passt natürlich sehr gut zu dem unten der schwarzen Lackierung noch mit dabei. Ja, sieht extrem schick aus. Habe ich natürlich auch bei ähnlichen Kollegen mal gesehen, die aus Osteuropa kommen, ich will jetzt keinen Namen nennen, die aber auch, der eine schielt auf den anderen so ein bisschen, aber hier wird nicht kopiert, sondern ihr habt euren eigenen Style. Das Ganze muss ja auf ganz viele Märkte passen, unter anderem auf UK, die ja ganz anders sind. Ihr habt ja in UK einen Riesenerfolg. Ganz viele LMCs fahren tatsächlich in England rum. Ja, genau. Der VIP, da haben wir einen riesen Erfolg mit seit 10 Jahren. Vor 10 Jahren haben wir den eingeführt und Zulassungszahlen sind schwierig in UK zu erhalten, aber ich glaube, wir sind schon mit Marktführer dort. In dem Segment. Ja. Das ist so, ja, denn da wird ja viel gemacht. Wir gucken mal rein hier unter die Klappe, dass wir das mal gerade sehen, denn auch hier habt ihr viele Sachen integriert, die bei vielen Extras sind, wie zum Beispiel eine Gasdruckfeder mit drin. Ihr habt Riffelblech hier unten, Serie. Haben wir immer in jedem Fahrzeug drin, genau, auch mit den Gassenklöchern drin, dass wir auch immer Sicherheit hier haben. Falls da mal was undicht ist, kann es immer nach unten, Gas geht immer nach unten und kann dort entweichen. Ihr könnt Wohnwagen bauen, ne? Wir machen es seit 65 Jahren, also von daher haben wir schon sehr viel Erfahrung. Auch viele Mitarbeiter, die wirklich sehr, sehr lange schon dabei sind. Wir haben oft Jubiläen, 35 Jahre, manchmal 40 Jahre, ist wirklich toll. So, und hier eine Besonderheit. Du kennst andere Klappen, wo du dir wie beim Skalpell die Finger abschlagen kannst. Das habe ich selber zu meinem Leidwesen erlebt. Das habt ihr geändert. Ihr habt eine Gasdruckfeder reingemacht. Und viele haben hier
Scharniere mit Federn drin und die schlagen sehr feste zu, teilweise mit sehr festen Kanten. Kein Witz, mir ist es fast passiert, dass ich einen Finger verloren habe, weil ich versucht habe, das mit einer Hand zuzumachen. Du brauchst immer 2 Hände, je nachdem wie breit die sind. Und hier siehst du, das Ganze wurde optimiert, mach's mal bitte zu. Also viele, die schon mal einen Wohnwagen hatten, werden jetzt sagen, wow, das kann hier nicht passieren. Das kann nicht passieren, genau. Und du sagst es schon, das ist wirklich unangenehm, wenn das Ding dir auf die Finger knallt oder sonst wie erstmal. Ne, ist nicht gut fürs Material und für die Finger erst recht nicht. Und was du halt hier hast, auch wenn du es nochmal aufmachst, du kannst hier wirklich super gut auch die Gasflasche entnehmen. Ja, du kannst sie schön hier abstellen, runternehmen, genug, die Öffnung ist groß genug. Das passt. So, und dann habt ihr die Stützwaage. Ist die Serie? Die ist jetzt mit dem Fahrzeug wirklich Serie, genau, beim Videro. Sieht man hier. Der ist wirklich fast komplett ausgestattet. Ja, wir gehen da gleich mal rein. Hier fehlt nicht mehr viel. Can, geh ruhig mal vor, denn unser Designkind Can, sie selbst ist Designerin, designt Halsbänder in Lettland und macht ihren Shop im Regelfall nur einmal im Jahr für einen Tag auf. Sie ist ein bisschen öfter, aber nicht. Bisschen öfter, ich glaube zweimal. Da sind wir sehr auf das Urteil gespannt. So, jetzt gucken wir mal gerade. Silva, das Ganze beginnt schon mal. Ich zeige nur mal hier den Lichtschalter vom Bussystem. Ihr habt jetzt Lichtbussysteme drin, dimmbar. Genau. Auch das ist in der Oberklasse drin. In den, glaube kleineren habt ihr Schalter. In den kleineren haben wir Schalter, genau, aber hier haben wir wirklich das Bussystem und dimmbare Ambientebeleuchtung. Ja, wir gehen einen Schritt zurück. Breite Aufbautür, 70 cm, eine Harthalttür, auch da habt ihr nicht gespart. Ja, finden wir extrem wichtig. Ja, du müsstest da natürlich auch, ne, das Leben findet ja oftmals draußen statt bei schönem Wetter und damit halt auch mit dem Tablett oder mit was auch immer vernünftig rein und rausgehen, das ist schon ein riesen Mehrwert. Ja, Polyvision-Fenster, auch hier eine der besten am Markt, muss man schon sagen. Ja, genau. Die Rahmenfenster hier auch Serie verbaut. Aus den Niederlanden. Es gibt ja nicht nur Sitzfenster, ja, man kann ja auch, aber die teilen sich das so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Dann gehen wir rein und ja, die aufgehende Sonne. Tja, also ich finde es wirklich sehr schön gemacht, dass alles so auf diese hinterbeleuchtete, wie kann man das nennen? Rückwand in dem Fall jetzt trifft. Man sieht das auch hier durch diese geraden Linien, die alle so zu diesem Mittelpunkt führen. Das hat man auch das Gefühl, dass der so richtig schön lang wirkt. Was ich geil finde, wenn die Leute 2035 oder 2038 fragen würden, was haben die da in Gottes Namen geraucht, als sie das erfunden hatten. Aber das ist im Moment, das ist wirklich, also ihr habt das getestet, ihr habt das gemacht, das kommt super an. Was sagen die Händler? Auch die Händler finden es natürlich super. Das kommt ja, ne? Ich finde es auch total geil. Stell dir vor, du sitzt jetzt hier, guckst da rüber. Komm, wir gehen mal hin. Ich gehe mal gerade hier rein, in die Sitzgruppe rein. Wir gehen mal zu dritt in die Sitzgruppe rein. Die Can kommt mal hier vorne hin. Eine Rundsitzgruppe, auch die darf nicht fehlen. Aber es soll alles andere als altbacken sein. Guck mal hier, wie schön das ist mit den Polstern. Ihr habt die Designabteilung bei euch im Haus, die sogar noch mit der Marketingabteilung sich das Büro teilt. Genau, die Marina Haubrich macht das seit jetzt ein paar Jahren und ich finde, die macht das super. Die hat uns da richtig nach vorne gebracht. Wir waren sehr mutig mit vielen Entscheidungen, aber bisher hat der Mut sich belohnt auch. Ja. Was ich cool finde, ihr habt wenigstens Holz noch gelassen. Also viele gehen dahin, wo ich dann sagen muss, naja, die haben dann noch dunklere Farben. Ihr habt das graue Holz verwendet, fast ein Klassiker. Verwenden ganz, ganz viele auch im ganz hochwertigen Bereich. Und genau diese Farbauswahl mit diesen hellen Holzoberflächen, die drin sind, da ist auch der neue Kühlschrank mit drin. Und dann dieser Sonne, die indirekt beleuchtet natürlich total klasse aussieht. Und wer kam denn auf die Idee, also mit der Sonne? Das ist tatsächlich mit einem externen Designstudio auch nochmal entstanden und das haben wir zusammen auch mit das von den Farben auch kreiert mit einem Wohnmobil zusammen und haben es hiermit auch übernommen. Also ich finde es mega gelungen und die Händler waren bei der ersten Vorstellung wirklich extrem überrascht. Oben drüber, das hast du schon gelernt, das ist diese schwebende Schrankeinheit, die hier drauf ist, die komplett schwebt. Die ist oben nochmal offen. Die hat den Platz auch für die Wirkung der Hintergrundbeleuchtung. Alle Kästen sind hintergrundbeleuchtet. Was für ein Aufwand. Also da die ganzen LEDs, die übrigens nicht flackern in der Kamera, die sieht alles. Also keine Pulsweitenmodulation hier verwendet, sondern wirklich dann auch mal die Dometic-Schiene an der richtigen Stelle. Da kannst du ja Zubehör kaufen. Schwarzen kleinen Spots. Ja. Die haben wir auch noch eingeführt. Vorher waren es immer so größere silberne. Die passen natürlich viel, viel schöner noch hier rein. Aber Licht ist doch so entscheidend. Also nicht nur Design, sondern auch das Lichtspiel. Das habt ihr hinbekommen. Die Mitarbeiter, als sie den rausgeschoben haben,
Sind die dann vollkommen fertig oder finden die dann noch ein Wort? Auch die finden es super, das ist ja auch wichtig. Ne? Und die Mitarbeiter waren selber überrascht, auch beim Tandero haben gesagt, Mensch, das ist der schönste Wohnwagen seit 35, 40 Jahren, wie lange sie auch immer bei uns arbeiten, den sie da rausgeschoben haben. Wirklich super Feedback. Was ich total cool finde, ist die Eleganz von der Seite. Der ist so schlicht von außen. Das heißt, du machst auch einen schlanken Fuß, wenn du auf den Campingplatz eintriffst. Oft, weißt du, kennst ja selber, du kommst da mit so High-End-Wohnwagen an, die Leute reden nicht mehr mit dir auf einmal, weil sie alle das Gefühl haben, wer kommt da raus? Und hier von außen erkennst du gar nichts. Hier erkennst du gar nichts, genau, steckt aber ganz viel drin und kannst ein bisschen anonym bleiben. Ja. Understatement, oder? Ein bisschen. Also ich finde das wichtig. Dann Ablageflächen, guck mal hier an der Seite. Finde ich total wichtig, genau an der Stelle. Das ist Fernbedienung, Handys, hier kannst du alles hinlegen. Gehen wir davon aus, dass man da auch den Fernseher anbringen könnte? Genau, hier kannst du auch den Fernseher anbringen, Anschluss ist schon hier vorhanden. Ja. Das ist da. So, dann der Kleiderschrank. Bodo, steh ruhig mal auf, dass wir dir mal zeigen. Integrierte Kleiderschrankbeleuchtung. Wenn ich sie noch 5-mal filme, dann werde ich sie mitnehmen, denn sie ist drahtlos. Genau, kannst du abnehmen. Ja, und geht dann automatisch an, wenn der Schrank sich öffnet. Da ist so eine kleine Leuchtdiode, die das Ganze steuert. Mittlerweile Stand der Technik. Hält auch sehr, sehr lange. Und kann man nachrüsten, gibt es demnächst bei euch im Shop. Also wenn jemand das jetzt sieht, ein LMC-Kunde sagt, will ich gern haben, auch natürlich andere. Auch andere dürfen es haben, für andere Wohnwagen, genau. Am liebsten natürlich im LMC, aber zum August hin werden wir einen Online-Shop eröffnen. Ja, ihr seid Teil der Erwin Hümer Group und da habt ihr das natürlich, glaube ich, gruppenweit eingeführt, die Lampe. Oder gibt es die nur bei euch? Die gibt es auch, habe ich bei anderen auch schon gesehen, ja. Ist ja schon so. Ich merke schon, ja. Es ist ja so ein Wettbewerb. Die Kollegen aus der Erwin Hümer Group, die gucken ja schon mal, was macht LMC, oder? Alle gucken auf jeden so ein bisschen. Jeder guckt auf jeden, aber am meisten gucken wir natürlich auf einen externen Wettbewerb. Wir wollen uns intern keinen Wettbewerb machen, sondern ergänzen. Okay. Ja, aber man guckt natürlich aufeinander, na klar. Sehr schön. Also GFK am Boden, das muss ich mir merken. Das hast du nicht so oft in der Branche. Also dass wirklich der Unterboden mit GFK geschützt ist. Aber der neue Kühlschrank, auch das ist eine Gesamtproduktion. Ihr habt riesen Einkaufsmengen realisieren können. Und wenn sie dann mal liefern können, hat die Kollegin gesagt, dann ist auch alles schön. Aber dieser Kühlschrank hier, der wurde extra für euch kreiert. Den haben wir wirklich entwickelt. Das ist ein Entwicklungsauftrag der gesamten Gruppe. Und das ist natürlich schön, wenn du eine Gruppe hast und die entsprechenden Stückzahlen dahinter hast. Nehmen auch gleich alle dann die gleichen Maße. Und dann kommst du auch auf gute Stückzahlen, was sich dann im Preis auch bemerkbar macht. Und dass wir dann auch entsprechend gute Preise im Endkunden anbieten können. Ja, wir zeigen das mal. Der Kühlschrank hat diese Getränketruhe mit drin, dass du also nicht den Verlust hast direkt, dass die Kälte runterkommt. Und die Besonderheit hier ist natürlich die Dämmung, die Geräuschentwicklung. Man soll ihn nicht hören. Das ist, glaube ich, bei den Kompressorkühlschranken das A und O. Genau, ganz wichtig. Und manche sagen schon mal, der brummt ein bisschen nachts, höre ich ihn. Aber hier hast du wirklich einen Nachtmodus und dann hörst du ihn auch nicht mehr. Du kannst ihn umstellen und trotzdem kühlt er noch genug. Mach mal oben auf, Can. Das hat man eben kurz aufgemacht. Von der Größe her, du bist 1,74 Meter. Das Ganze soll so sein, dass auch noch jeder rankommt. Ja. Man müsste es fast nach oben öffnen machen. Über den ganz kleinen. Habe ich gerade auch gedacht. Ich habe es gesehen bei Backöfen, ja, die teilweise nach unten öffnen. Ja, das Highlight ist die Küche. Wir schließen das mal. Und das ist ein echtes Highlight, denn ihr habt ein Designkochfeld von Tedford verwendet, was so eigentlich in der Wohnmobilbranche selten verwendet wird. Also ein richtiger Hingucker. Ihr könnt Induktion und Gas. Wir können Induktion und Gas. Genau, wenn du am Strom angeschlossen bist, machst du schön immer Induktion. Und wenn du halt irgendwo unterwegs bist, kannst du Gas nehmen, aber natürlich auch, wenn du stehst. So, und das Waschbecken, das ist schön, ja, das ist total klasse. Also gefällt er dir? Ja, definitiv. Ja. Ich finde die ganzen Küchen, die hier verbaut wurden, ist halt gut durchdacht. Ich bin ganz großer Fan von den Schubladen, genau, weil die so riesig und geräumig sind. Von daher, das ist schon ein Must-have. Sehr breit, 10 Kilo ordentliche Auszüge, teilweise Metall im Einsatz, also Möbelbau. Ja. Genau, Möbelbau können wir schon, ja, da sind wir wirklich und bauen auch fast alle Möbelteile auch selber im Haus. Ja. So, die Revolution bei dieser Schrankklappe ist die Nut. Ja, genau. Ne, macht das Ganze noch mal ein bisschen wertiger, bricht es noch mal ein bisschen auf und sieht sehr edel eigentlich aus dann hier. Ja, ist aber auch wieder nicht trivial, denn das ganze HPL, oder ich nehme an, das HPL hier, die Oberfläche, genau. Ja. Das ist also hochgradig belastbar, kennen wir aus dem Küchenbau. Da ist es so eine kleine Nut, die muss man auch können. Das ist so, ich sage immer, sobald so eine kleine Nut drin ist, wieder viel mehr Aufwand. Nehmen wir an, die wurde dann rausgefräst oder was auch immer und muss auch halten. Dann der Hintergrund, das ist Naturstandoptik. Der letzte Schrei.
Ja, sieht richtig edel aus, ja, in der dunklen Farbe hier. Macht nochmal schön zu dem weißen Oberschrank Klappen hier, einen schönen Vergleich und Schiefer. sehr, sehr gut. Schiefer. Vor allem die indirekte Beleuchtung wieder hinten dran. Guck mal, Steckdosen schon. Steckdosen, ja, in der aber Küche. So eine tolle Genau. Leuchte haben, aber hier haben wir nochmal Ist auch gerade abends, genau, wenn man die Oh, Küche ich finde ist sehr schön. die Flächenleuchte so gelungen, weil du hast ja ganz, ganz oft, Ja. hast du einfach zu wenig Licht in der Küche. Ja, super, Und- oder? Gut, also hier hast du natürlich warmweißes Licht. Du hast die Wohnwagen gesehen in Frankreich, ganz weiß, 5000 Kelvin Licht, ja, tagweißes Licht. Ja. Andere Länder, andere Geschmäcker, oder? Oft so. Ja, oft so. Und man spezialisiert sich natürlich auf ein paar Länder. Ja, Deutschland ist immer so der wichtigste Markt, der größte Markt. Dann kommt UK, dann ein paar andere Länder so. Niederlande ist ganz wichtig. Aber klar, das muss schon immer auf das Land auch passen, auch von der Ausstattung her. So, und das Wichtigste ist die Barrierefreiheit. Wenn du mal drin bist, dann hast du viel Platz und hast auch hier eine Durchfahrt. Weiß nicht, ob die rollstuhlgerecht ist. Vielleicht ein bisschen zu schmal, aber sehr breit für den Kunden, der hier durch möchte. Und das Coole ist dabei, Can, geh ruhig mal durch, dass jeder getrennt aufstehen kann. Ein Bett von der Höhe her wie zu Hause. Du lässt einfach den Popo fallen, bis auf dem Bett, brauchst nirgendwo hochzuklettern. Ist sehr bequem. Sehr bequem. Wie ist die Matratze? Ja, super. Ja. Ich habe jetzt schon ein paar getestet und ich bin immer wieder positiv begeistert. Ja. Wirklich? Ja, aber wirklich Ja, eine wirklich. Komfortmatratze, ja, sehr Leg dick. dich mal drauf, Ja. genau. Warte mal, ich setze mich mal drauf. Ja, ich finde, die fühlen sich super gut an. Hui, man kann ja noch einen Topper drauf machen zur Not. Die kann man tauschen. Ihr habt einen Stand. Genau, ich leg mich mal hin. Oh Gott. Oh, das ist Du kommst aber noch mit gleich. Ich muss dich noch zum Flughafen bringen. schön. Ich bin heute Morgen aufgewacht, da habe ich mir dann gedacht, die Matratze die ist schon ein bisschen hart. Das hätte ich jetzt bei der, wäre das nicht der Fall. So, dann Muss man schauen. die Rollbettfunktion. Das hast du schon gezeigt bekommen. Das Ganze kann man rein und rausziehen. Und dadurch habe ich natürlich dann nochmal die Möglichkeit hier, gerade wenn ich Alleinreisender bin, ja, dann kann ich die eine Ecke zum Lümmeln verwenden, kann eine Tagesdecke drauf machen, auf der anderen schlafe ich. Ja. Gibt ja auch viele Leute, die alleinreisend sind, weil vielleicht der Ehepartner gestorben ist. Man möchte trotzdem reisen, will viel Platz haben, dann kommt das Enkelchen mal mit. Ja. Oder man ist wirklich alleinreisend. Also es ist ja oft so, auch in der Montage verwendet solche Wagen. Habe ich jetzt immer öfter gesehen auf Baustellen. Das war so. Ja, cool. Also ich muss sagen, Ich weiß nicht, welche Lichter man dadurch nochmal bedienen kann, aber das ist natürlich auch sehr praktisch, Genau, wenn man was vergessen hat. Ambiente Licht natürlich, ne, wenn du abends im Bett liegst und du schlafen möchtest, dann kannst du es von da ausschalten, brauchst nicht mehr aufstehen. Hätte ich hier auch noch eine Steckdose in der Ecke? In der Ecke hast du von oben den Strom in der Stromschiene. Ach, okay, ja, genau, da kannst du- könnte ich dann wieder was da reindrehen kannst mit du dem genau USB. USB-Stick reindrehen und hast dann Kann man auch Handy da den laden. Strom für dein Handy. Ja. Ganz Wenn du mal gerade unten drunter praktisch. guckst, vielleicht ist sogar unter der Rollbettfunktion noch was. Das könnte natürlich sein. rein, genau. Ja, da also ist auch noch da eine ist auf jeden Fall eine Ablage Ablage, drin. Aber das Coole ist, ihr habt ja Fachhändler und die kommen ja, also ganz viele Sachen werden nachgerüstet. Sattschlüssel zum Beispiel, gibt es die ab Werk satt? Satt machen wir nicht mehr ab Werk, weil die Händler es super nachrüsten können und der Kunde ja vielleicht doch eine Sattanlage hat, die er präferiert und das kann der Händler dann dementsprechend Aber- aufbauen. Hier ist im Übrigen auch noch eine Steckdose. Wo denn? Sag mal. Hier oben So, wäre noch eine Steckdose mit So drin. zur Das heißt, Ehrenrettung, hier kannst du Genau. das Handy laden, ja. Also nicht, dass ihr ich denkt, habe auch denn nichts anderes erwartet. Hast du noch hier. gefunden? Sehr Ja. gut. ja, was mir auffällt, ist die indirekte Beleuchtung. Von hier aus ist es nochmal ganz klar deutlich. Guck mal hier. Das ist so schön. Ist schön, oder? Ja. Wenn man hier reinkommt, fühlt man sich direkt zu Hause. Ja. Also ihr macht den Kollegen, Schön aus hier, ne? Ja. Mit der Küchen. Das ist wahrscheinlich auch im Bad wieder vorhanden. Zumindest habe ich das in den meisten Badezimmern gesehen und hat einen Wow-Effekt, wenn man reinkommt. Ja, genau. So. Das ist auch ganz wichtig, das muss man auch zeigen, ne? Dass der Händler es auch dann zeigt, was kommt nur dann drüber, wenn du es auch anmachst. Sonst ist es sehr nüchtern, wenn du reinkommst und das macht natürlich einen Riesenunterschied. ja, ihr seid ja oft nicht die einzige Marke, die einen Händler auf dem Hof stehen habt. Ja, vielleicht auch nachgerückt bei der Marke. Du kennst die Opel-Kampagne Umparken im Kopf, kennst du noch? Ja, ganz genau, kenne ich noch. Ja. Also ich glaube, ihr müsst LMC ein bisschen umparken im Kopf, denn LMC war ja für ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr beständiges Design, sowas wie hier. Ich glaube, das hätte man sich vor 5 oder vor 10 Jahren nicht vorstellen können, oder? Ja, wir haben in den letzten 4 Jahren wirklich viel umgekrempelt beim Produkt und sind deutlich moderner geworden. Wir sind eine konservative Marke, das ist auch noch konservativ, aber konservativ heißt halt nicht mehr Eiche rustikal, sondern auch möchte jeder was. Ja. Ja. Das So. wäre jetzt für mich definitiv ansprechend. Badezimmer, sollen wir mal reinschauen, dass wir den Unterschied sehen. Hier diesmal mit Dusche. Diesmal mit Dusche, genau, mit Duschwanne unten drin.
So, habe ich schon gelernt, das Ganze gibt es optional mit Dusche oder auch nicht. Ich würde immer die Dusche mitbestellen, denn da hast du eine Option mehr. Zurückbauen kann man es immer noch. Aber viele bestellen es ohne Dusche. Die sagen, ich bin auf dem Campingplatz. Die Dusche im Wohnwagen wird selten genutzt, weil du ja schon natürlich ins Waschhaus gehst, ja, oder sogar beim 5-Sterne-Campingplatz ein eigenes Bad dazu mietest, was einfach bequemer ist. Aber du kannst hier natürlich duschen und hast genug Platz. Die indirekte Beleuchtung, überall. Es ist echt gut, weil ich habe gerade den krassen Vergleich gerade in einem ganz, ganz hochwertigen Fahrzeug, das auch seinen Charme hat, aber wo ich mir manchmal dann denke, okay, da könnte die ein oder andere indirekte Beleuchtung mehr sein und auch die weißen Oberflächen. Das ist schon, also ich glaube, ihr macht den Leuten aus den osteuropäischen Ländern, ich glaube, die werden sich die Videos hier anschauen. Hoffentlich gucken sie nicht so genau hin, aber ja, wir gucken natürlich mehr auf uns und wir sehen natürlich auch, was der Wettbewerb macht, aber wichtig ist, dass unsere Produkte weiterentwickelt. Das heißt also, deutsche Fertigung haben wir hier. Das ist made in Nordrhein-Westfalen im Münsterland. Und übrigens hart an der Grenze zu Niedersachsen. Ihr habt wahrscheinlich viele Mitarbeiter aus Niedersachsen. Ich komme selber aus Niedersachsen tatsächlich. Oh, das tut mir leid. Ich komme gerade, dass du nach Nordrhein-Westfalen fahren musst. Aber das ist ja fließend hier, glaube ich, im Münsterland. Das geht ja wirklich grenzenlos über. Das Waschbecken, da haben wir uns eben schon drüber unterhalten, sehr leicht zu reinigen. Dadurch, dass es die richtigen Winkel hat und auch leicht auszuwischen ist. Also du glaubst gar nicht, was ich für Waschbecken gesehen habe. Und die können ruhig klein sein. Sie sollen gut zu reinigen sein und 2 Spiegel, sodass du vom Raumgefühl her dich angucken kannst, mehrere Juns hast. Ich zeig's mal gerade. Insgesamt 3 Stück jetzt. Besser von der Seite angucken. Ja, ob die Frisur sitzt. Genau. Ja, Schulnote, wie gefällt's dir? Das ist ja mal Raum für oben, also würde ich schon sagen 1-. 1-? Ja. Okay. Dann müssen wir uns Nee, unterhalten, also ich was wir find's besser schon so machen können. gut. Ja. Nee, ich würde jetzt nicht behaupten, dass man Mit da noch einer viel 1- besser machen bin ich kann. schon zufrieden, ja. Aber auch nur, weil es gibt mit Sicherheit immer noch was Besseres, aber ansonsten die Sitzgruppe, die ist so hübsch. Die ist hübsch, oder? Ja. Die Farbe. Ja, ich habe eine bittere Pille für dich, Can. Den Wagen gibt's nur so oder so. Ja, ich finde das gut. Weil Also- ich finde, dadurch, dass das wurde auch schon von der Marina schön erklärt, alles sehr neutral gehalten ist, kann man sich eben dann so selbst einbringen. Und ich meine, das macht es ja auch nochmal aus, weil es ist ja dein Fahrzeug, man soll reinkommen und sehen, das gehört jetzt dem XY. Und Kannst du natürlich dein eigenes Design noch reinbringen, ne? Ja. Mit Kissen, die du da reinlegst, dazulegst. Und die bist du sehr neutral von den Farben her und kannst deinen Geschmack dann hier wirklich unterbringen. Also Akzente setzen kann man selber nochmal. Aber ihr seid jetzt nicht der 7 Wohnwelten hat, aus der ich wählen kann, 9 Fußböden, sondern den gibt's in diesem Jahr gibt's den genau so. Nächstes Jahr wird er vielleicht ein bisschen angepasst. Immer so ein kleines bisschen macht er Modellpflege, oder? Ein kleines bisschen ja, aber wir wollen ihn auch nicht jedes Jahr verändern, weil manchmal dauert ja ein Kaufprozess auch ein bisschen länger und der Kunde entscheidet sich. Dann gibt's den nicht mehr. Ja, dann gibt es den plötzlich nicht mehr. Das ist auch nicht schön. Ja, also wir versuchen schon immer so 3-4 Jahre lassen wir schon und machen so kleine Optimierungen natürlich. Ja, dass wir dann auf die 1 kommen. Geht genau. hier eine Ist ja Alde schon auch alt. hier bei der Länge? Bei dem haben wir keine alte jetzt, ne? Aber wir haben hier eine Kombi-6-Heizung und wir haben ihn tatsächlich auch getestet. Dieses Fahrzeug ist winterfest, ja, und das ist wirklich ein ausführlicher Test in der Klimakammer. Das heißt, das Fahrzeug wird nicht 100%, aber von minus 20 auf plus 20 Grad erhitzt und das Ganze muss in 4 Stunden gelingen. Und sind im ganzen Fahrzeug dann Fühler gesetzt, ja. Und an allen Punkten muss dann wirklich auch die 20 Grad erreicht sein nach 4 Stunden. Hier haben wir es nach gut 3,5 Stunden erreicht und damit auch Winterfestigkeit wirklich. Elektropaket. Ohne alte Heizung. Das Elektropaket geht. Kann ich also die Truma mit Elektro haben. Ne? Genau, natürlich. Ja. Sehr schön. So, dann gehen wir mal raus. LMC Home, hier vorne steht's. Ihr habt eine neue Box entwickelt, da haben wir ein extra Video zu gemacht. Auch die wird hier erhältlich sein. Kann man übrigens für alle LMCs nachrüsten. Dort habe ich alle Sensoren, die ich kaufe, auf einer App, sogar auf Wunsch von überall, sodass ich zum Beispiel am Standplatz sehen kann, wie ist die Temperatur im Auto oder ist noch genug Gas drin oder zum Beispiel Wasser, wenn ich losfahre, das kann ich sehen. Ihr geht mit der Zeit. Langsam verändert sich die Welt von LMC, oder? Seitdem, du bist jetzt wie lange? 1 Jahr Geschäftsführer? Ja, genau. Ja, ich bin seit 5 Jahren bei LMC, seit 1 Jahr als Geschäftsführer. Und ja, na klar, aber wir müssen ja auch viel tun. Ja? Die Welt ändert sich, die wird smarter und natürlich gehen wir auch mit solchen Sachen rein. Wichtig ist, dass es funktioniert am Ende. Ja? Wir wollen da nicht testen oder den Kunden testen lassen, sondern wir wollen sicher sein, wenn wir es einführen, dass es dann auch wirklich funktioniert. Ja, ihr baut erst eine Nullserie, einen Prototypen, dann eine Nullserie und dann geht es in die Produktion. Videro 510e und die Mitarbeiter testen auch noch mit, dürfen sich die Fahrzeuge ausleihen, die Pressefahrzeuge auch und testen die auf Herz und Nieren. Muss man fragen, wenn du mit deinen Hunden... Ja, da ist die Meinung aber dann auch gefragt.
Da seid ihr genau. Die geben mir mal einen Testbericht ab, genau. Ja, die müssen auch einen Testbericht abgeben natürlich. Und das ist auch wichtig für uns zu sehen, was haben wir vielleicht vergessen. Ne? Manchmal sind es technische Sachen, die nicht funktioniert haben. Manchmal sind es auch Sachen, dass wir einen Haken vergessen haben, dass wir sagen, okay, da ist es doch noch ein bisschen zu kalt, zu warm. Ein Vorhang sitzt nicht. Ja. Bodo Diller, stellvertretend für über 1000 Mitarbeiter bei LMC, glaube ich, ihr seid über 1000 Leute. Und das Ganze ist wirklich Handarbeit, made in Germany, in einer wirklich ganz tollen Firmengeschichte von weit über 60 Jahren. Und hätte der Eigentümer das hier gesehen, er hätte wahrscheinlich gar nicht gedacht, dass über 1000 Leute irgendwann mal hier am Standort sitzen und so viele tolle Wohnwagen bauen. Danke fürs Einschalten. Händlertagung. Heute ist der 18. Juni 2023. Eine Weltpremiere und wir haben ihn, den Videro. Tschüss.